Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch den meiner Meinung nach besten Cleansing Balm zeigen, denn ich habe in letzter Zeit einige dieser Reinigungsprodukte getestet und miteinander verglichen. Und natürlich werde ich euch auch die Produkte präsentieren, die aus meiner Sicht nicht sonderlich gut sind und von denen ihr vielleicht lieber Abstand nehmen solltet. Bei Cleansing Balms handelt es sich um halbfeste Reinigungsprodukte für die Haut, welche hauptsächlich auf hydrophoben bzw. ölhaltigen Rohstoffen basieren. Häufig werden hierfür Ester wie Ethylhexylpalmitat mit Pflanzenölen wie zum Beispiel Soja oder Sonnenblumenöl sowie Wachsen kombiniert, um eine perfekte Konsistenz zu kreieren. Aber der wichtigste Punkt bei einem Cleansing Balm sind die Emulgatoren, denn diese sorgen dafür, dass sich der Ölreiniger mit Wasser entfernen lässt. Denn normalerweise verträgt sich Öl und Wasser nicht ganz so gut. Und weil es sich bei Cleansing Balms um ölbasierte Reiniger handelt, sind diese oftmals sehr effizient darin, Make-up, aber auch andere Verschmutzungen von der Haut zu entfernen. Aber das kann man natürlich nicht verallgemeinern, weil das selbstverständlich von der Rezeptur des Cleansing Balms abhängt und das zeige ich euch jetzt in meinem Ranking. Auf dem letzten Platz landet der Balea Beauty Expert Cleansing Balm und ich sage es euch ganz ehrlich, das ist einer der schlimmsten Cleansing Balms, die ich jemals getestet habe und ich habe wirklich viele Cleansing Balms ausprobiert. Aber dieser macht einfach absolut keinen Spaß. Es macht null Freude, ihn zu verwenden, weil er so eine Vaseline-artige Konsistenz hat, die nicht so gut schmilzt. Das heißt, dieser Cleansing Balm bleibt so ein bisschen dick und wachsig auf der Haut und man muss ihn auch so ein bisschen über die Haut zehren, was für Menschen mit empfindlicher Haut gänzlich ungeeignet ist. Ich habe eine empfindliche Haut, ich habe auch noch eine Duftstoffallergie und ich habe auch noch eine fettarme Haut, nur so für euch zur Einordnung. Und ich finde auch, dass er nur mit Double Cleansing funktioniert, denn für sich allein hat er aus meiner Sicht keine ausreichende Reinigungsleistung und selbst mit Double Cleansing bleibt stellenweise noch so ein bisschen was von dem Cleansing Balm zurück. Das heißt, ich spüre dann noch so einen ganz leichten Film auf meiner Haut und das wiederum bereitet mir dauerhaft Probleme. Das heißt, wenn dieser Film immer und immer wieder auf meiner Haut zurückbleibt, dann wird sie unruhiger. Aber der Cleansing Balm ist parfümfrei und er brennt zumindest bei mir nicht in den Augen. Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Cleansing Balm von Isana, den ich aber ein kleines bisschen besser finde als den von Balea. Und zwar, weil mir hier das Schmelzverhalten besser gefällt. Denn dieser Cleansing Balm fühlt sich weicher auf der Haut an und schmilzt auch ein kleines bisschen schneller zu einem Öl. Aber nichtsdestotrotz ist die Konsistenz auch so ein bisschen Vaseline-artig, weshalb ich ihn doch etwas zu arg über meine Haut zerren muss, um ihn gescheit zu verteilen. Und was mir bei dem Produkt auch aufgefallen ist, ist einfach, dass die Reinigungsleistung extrem situationsbedingt ist. Das heißt, wenn ich nicht sonderlich viel auf meiner Haut habe, vielleicht so ein bisschen Hautpflege, Sonnenschutz und hier und da Spot Concealing, dann komme ich halbwegs damit klar. Aber sobald ich Foundation drauf habe, Lidschatten und vielleicht Lippenstift oder Blush und sowas, dann hat er schon so seine Probleme, das alles irgendwie runterzubekommen. Und ich merke dann auch, dass so ein bisschen Produktrückstände zurückbleiben und da hier super viel Kokosöl enthalten ist, sorgt das auf Dauer dafür, dass meine Haut unruhiger wird. Ich bin übrigens der Meinung, dass ein Cleansing Balm, aber auch Reinigungsöl ohne zweites Reinigungsprodukt funktionieren sollte. Also zumindest, wenn wir uns in so Alltagssituationen bewegen. Das heißt, wenn wir jetzt nicht super viele dicke Schichten an Make-up drauf haben oder im Theater arbeiten oder keine Ahnung, vielleicht eine super ölige Haut haben. Da kenne ich zum Beispiel einige Leute, die deshalb gerne Double cleansen. Aber ich finde, in so Alltagssituationen, wenn ich nicht viel Zeug auf meiner Haut drauf habe, dann möchte ich nicht gezwungen sein, 2 Reiniger zu verwenden. Denn was sagt das über das erste Reinigungsprodukt aus, wenn ich ein zweites Reinigungsprodukt verwenden muss, um das erste gescheit entfernt zu bekommen. Und das, obwohl ich nicht sonderlich viel auf der Haut drauf habe. Ich finde, das sollte eine Kann- und nicht
Muss-Situation sein, denn nicht jeder Mensch kommt mit Double Cleansing, also einer doppelten Reinigung, zurecht. Oh, der Beauty of Joseon Cleansing Balm hat so ein schönes Schmelzverhalten. Er lässt sich so toll verteilen, er fühlt sich so schön auf der Haut an und er hat zumindest mit einfachen Sachen keine allzu großen Probleme. Das heißt, leichtes Make-up, Hautpflege drunter, das kriegt er alles runter und er brennt bei mir nicht in den Augen. Aber ich habe ihn einfach nicht vertragen, denn jedes Mal, wenn ich den in meine Bulletproof Skincare Routine integriert habe, ist meine Haut ausgerastet. Also sie ist so viel unreiner und unruhiger geworden und das an Stellen, an denen ich sonst keinerlei Probleme mit Pickeln oder Entzündungen habe. Das heißt, irgendwas an diesem Cleansing Balm gefällt meiner Haut ganz und gar nicht und deswegen muss ich ihn ein bisschen weiter unten platzieren, weil ich ihn, wie gesagt, nicht vertragen habe. Aber das muss nicht auf euch zutreffen. Wenn euch die Formulierung gefällt, dann schaut ihn euch unbedingt mal an, denn von der Performance her gibt es hier nicht sonderlich viel auszusetzen. Mensch Leute, Hopfen und Malz sind noch nicht verloren, denn einer der besten Cleansing Balms aus der Drogerie oder sogar der beste, den man aktuell kriegen kann, ist dieser hier von Geek & Gorgeous. Denn wenn ich ihn mit dem von Isana und Balea vergleiche, dann ist das hier die deutlich bessere Alternative, weil sich der Cleansing Balm auch tatsächlich wie ein Cleansing Balm verhält. Das heißt, wenn ihr zum ersten Mal in die Welt der Skincare eintaucht und einen Cleansing Balm ausprobieren wollt, aber ihr den Cleansing Balm in der Drogerie kaufen möchtet, dann kauft euch bitte lieber diesen Cleansing Balm. Denn das ist wirklich mal ein guter Vertreter für diese Produktkategorie, weil hier das Schmelzverhalten stimmt. Das heißt, ich muss damit nicht übelst krass über meine Haut zehren, damit dieser Cleansing Balm zu einem dünnen und angenehmen Öl schmilzt. Er lässt sich gut verteilen, er ist sehr, sehr angenehm in der Handhabung. Er kriegt auch einfache Sachen problemlos runter. Ich vertrage ihn ganz gut. Aber er hat so seine Probleme mit wasserfester Sonnencreme und wenn man viel Make-up drauf hat. Das muss man so ein bisschen bedenken, dass da Rückstände zurückbleiben können und man eventuell double cleansen muss, aber für Drogerieverhältnisse ist das ein toller Cleansing Balm. Den Cleansing Balm von Hwarang habe ich als PR-Sample zugeschickt bekommen und er hat mich so positiv überrascht, damit hätte ich nie gerechnet. Denn wenn ich Produkte teste, bin ich erstmal skeptisch oder zumindest neutral, weil ich mit meiner superempfindlichen Haut und mit meiner Duftstoffallergie doch häufiger von Produkten enttäuscht werde und ich will einfach nicht frustriert sein und mich vorher extrem über irgendwas freuen, nur um dann enttäuscht zu werden. Aber das hier hat mich echt positiv überrascht. Dieser Cleansing Balm fühlt sich so angenehm auf der Haut an, hat ein tolles Schmelzverhalten, emulgiert richtig gut auf, hat eine Top-Reinigungsleistung, performt eigentlich ganz genau so, wie ich es mir von dem Cleansing Balm wünsche, aber, und das ist jetzt der Grund, warum er bei mir nicht auf dem ersten Platz landet, er fühlt sich irgendwie schmalzig an. So ein bisschen wie grober Schmalz, ohne dass da jetzt irgendwie Partikel oder dergleichen drinne wären. Und ich finde das so ein bisschen weird auf der Haut. Es ist jetzt nicht unbedingt abstoßend oder richtig, richtig schlimm, aber das ist halt dieser eine Minuspunkt, weshalb er bei mir nicht auf dem ersten Platz landet. Und auf dem ersten Platz landet der Purito Cleansing Balm. Denn dieser Cleansing Balm erfüllt all meine Ansprüche und Wünsche an einen Cleansing Balm, ähnlich wie bei dem Hwarang Cleansing Balm, nur mit dem Unterschied, dass sich der von Purito nicht schmalzig anfühlt. Dieser weist ein tolles Schmelzverhalten auf, lässt sich wunderbar verteilen, brennt bei mir nicht in den Augen, ich vertrage ihn richtig gut, er macht meine Haut auch nicht unruhiger und auch die Reinigungsleistung ist richtig, richtig gut. Er bekommt sogar wasserfeste Sonnencreme runter und hat auch mit ein bisschen mehr Make-up keinerlei Probleme. Den Cleansing Balm verwende ich im Wechsel mit meinem eigenen Reinigungsgelee, das ist auch ein Ölreiniger, aber da es genau genommen kein Cleansing Balm ist, habe ich das hier nicht mit reingenommen. Und wenn ich Lust habe auf eine andere Textur und einfach so ein bisschen ein anderes Produkt, eine andere Konsistenz, dann greife ich sehr, sehr gerne auf den Purito Cleansing Balm zurück. Und da sind wir schon am Ende angekommen. Ich hoffe sehr, dass das Video euch gefallen hat und dass es auch ein kleines bisschen hilfreich war. Lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da, teilt das Video und abonniert meinen Kanal, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst.
und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!